So the next talk is going to be by Timo Longin, also known as Timo Longin. He's a security consultant and a researcher. He will be talking about a new technique called SMTP smuggling for spoofing emails and exploit one of the most widely used services on the internet. Thank you. Give it up for Timo. Thank you. Thank you for the introduction. So, first of all, a big fat sorry from me personally and from SecConsult for this absolute dumpster fire of a vulnerability disclosure. So, specifically, sorry to Vita and Victor for having to, well, fix postfix, and to all the sysadmins worldwide having to apply these fixes during Christmas holidays. And also, however, big thanks to Vita and Victor for their commitment, and also big thanks to the community for pushing this issue, for releasing tools, and so on. And for, okay. And for everyone that has no idea what is going on, let me catch you up to speed. So, about a year ago, I was just finishing up some DNS research, and I was looking for a new research target when I probably found the easiest way to hack a company. And all that just with one simple Google search. And it might sound stupid, but this led me into the direction of something that I already knew, but I never really realized. And that is that phishing is still the #1 initial access vector into a company. And then it hit me, like, why don't I look at SMTP, the simple mail transfer protocol, which is used to send like billions of emails each day across the globe for like the past 40 years. So my journey went on from DNS to SMTP, and today I'm introducing SMTP smuggling, a novel technique for spoofing emails. Who am I? My name is Timo Longin. So, wer bin ich? Ich bin Timo Longin und ich arbeite als Sicherheitsberater bei SecConsult. Ich mache Penetrations-Tests und nachts mache ich eben Schwachstellenforschung. In den letzten 3 Jahren habe ich viele DNS-Schwachstellen angeschaut und viele Werkzeuge benutzt. Und ich musste immer was anderes suchen. Und das letzte Mal, dass sich jemand im CCC einen Vortrag gemacht haben, dann ging es über Dildos. Und ich weiß, dass ich ein paar von euch enttäuschen muss, aber dieser Vortrag wird nicht darüber sein, menschliche Lebewesen zu penetrieren. Aber es geht um Penetration von SMTP-Protokoll. Und zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir erstmal verstehen, wie das Verschicken von E-Mails überhaupt funktioniert. Wir haben eine ziemlich einfache E-Mail-Infrastruktur. Wir haben einen Mail-Agent, wie zum Beispiel Thunderbird. Und wenn ein E-Mail möchte jetzt eine E-Mail an E-Mail verschicken, dann müssen wir zuerst mal uns authentifizieren gegenüber dem Outlook Mail Transfer Agent, also dem SMTP Agent. Und sobald wir authentifiziert sind, dann dürfen wir eben als dieser User E-Mails versenden. Und zwar nur als dieser User. Und diese E-Mail wird dann an den Empfängerserver, der SMTP-Server übersendet, und der muss die Authentizität dieser E-Mail überprüfen. Und die verbreiteste Variante davon ist über das SPF. Das heißt, kann über DNS den SPF-Record abrufen und sehen, okay, die IP-Adresse, die hat die Erlaubnis, diese E-Mails für Outlook.com zu versenden. Und Sie sehen also, dass es ein legitimierter SMTP-Server ist und der Empfänger akzeptiert es dann. Und jetzt stellt sich eine sehr interessante Frage, und die Frage ist es möglich für einen Angreifer, eine E-Mail zu schicken, zum Beispiel von admin@outlook.com oder eben einer gefälschten E-Mail-Adresse? Und das werden wir uns heute anschauen.
Und das ist mehr oder weniger das Ziel dieser Forschung gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt haben, sind die Farben dieses Server erinnern mich sehr an SpongeBob und Patrick. Das heißt, wir werden jetzt in Zukunft die als solche referenzieren. Das Ziel dieser Forschung war, eben einen Weg zu finden, um E-Mails zu spoofen oder zu fälschen. Also warum wir nicht einfach andere Schwachstellen von anderen textbasierten Protokollen, wie zum Beispiel HTTP, und sie in SMTP zu stecken. Es gab aber nur eine Schwachstelle, die da so richtig reingepasst hat. Und das war HTTP Request Smuggling. Wir sehen hier SpongeBob und Patrick, aber in dem Fall eben in der HTTP-Welt. Was hier passiert ist, dass SpongeBob einen Request, einen Post-Request über das Internet bekommt. Das Interessante hier ist, dass diese Anfrage zwei Header hat, die angeben, wie die Anfrage bearbeitet werden soll. Es gibt eine Content Length, also die Länge des Inhalts, und auch einen Transfer Encoding Header. Das heißt, SpongeBob muss jetzt entscheiden, okay, wie verwalte ich jetzt diese Daten? Und SpongeBob entscheidet sich dann, die Content-Länge zu nehmen. Und da das eben 43 Bytes sind, dann wird das eben weitergeleitet an Patrick. Und Patrick, ich habe keine Idee, was ich jetzt zu tun habe. Soll ich jetzt Content Length oder Transfer Encoding interpretieren? Patrick interpretiert jetzt aber die Transfer Encoding. SpongeBob nimmt also die Content-Länge und Patrick das Transfer Encoding. Und da das Transfer Encoding eben chunked ist und der erst Chunk 0 ist, dann wird der Rest der Daten als eine zweite Anfrage interpretiert. Das bedeutet also, SpongeBob sieht eine Anfrage und Patrick sieht zwei Requests. Und die zweite Anfrage kann eben ein Padding haben und die nur intern verfügbar ist. Und das ist natürlich ein Problem. Also warum nehmen wir nicht diese Interpretationsunterschiede und versuchen, die in SMTP einzubauen? Um das zu verstehen, müssen wir aber erst das SMTP-Protokoll genauer anschauen. SMTP sieht ungefähr so aus. Es gibt zwei Komponenten. In Rot sind die SMTP-Befehle und in Blau die Daten der Nachricht. Also um eine Nachricht zu senden, müssen wir erst die Befehle senden. Also wir müssen sie erst vorstellen und dann den Absender angeben und die Empfängeradressen. Und dann senden wir den Datenbefehl, der dem Empfänger sagt, dass jetzt eben die Daten der Nachricht kommen. Und in diesen Daten schreiben wir nochmal einen Absender und den Empfänger hinein und den Titel und dann den Inhalt der Nachricht. Und um das Ende der Nachricht zu übersenden, müssen wir einen Zeilenbruch senden mit einem Punkt dazwischen. Und dann noch einen Zeilenbruch. Ja, vielleicht könnten wir das benutzen, um den SMTP-Server zu verwirren. Die Idee war, dass wir SpongeBob haben und der sendet eine E-Mail an SpongeBob. Und diese E-Mail enthält etwas sehr Merkwürdiges. Es sieht so aus wie ein End of Data, aber es ist es eben nicht. Weil es eben nicht dem RFC entspricht, aber jemand könnte es vielleicht falsch interpretieren. SpongeBob sieht sich das an, also es ist irgendwie nicht in den RFC-konform, also interpretiere ich das nicht als End of Data Sequence. Und die Daten, die in dem folgen, sind weiter Daten, bis die wirkliche End-of-Data-Sequence kommt. Und das wird jetzt an Patrick gesendet. Patrick, ich kümmere mich nicht so wirklich um meinen RFC und ich sehe das jetzt eben als diese gefälschte End-of-Data-Sequence als eine richtige. Und das Problem ist, dass alles, was danach kommt, wird als ein SMTP-Befehl interpretiert. Was wir jetzt machen können, ist, ein Angreifer kann eben SMTP-Befehle angeben, die eine weitere E-Mail senden.
beenden. Obwohl jetzt SpongeBob eben nur eine große E-Mail gesehen hat, sieht Patrick 2 kleinere E-Mails. Und das Problem ist, dass die zweite dieser E-Mails können beliebige SMTP-Befehle haben. Es könnte zum Beispiel von admin@outlook.com kommen. So, das ist die Theorie zumindest. Um zu sehen, ob das wirklich funktioniert, habe ich einfach ein paar SMTP-Server-Implementationen ausprobiert, indem ich mich einfach über Telnet oder Netcat mit diesen Servern verbunden habe. Als ich das gemacht habe und den Data Command gesendet, dann sah es erstmal sehr RFC-konform aus. So. Der Server sagt ja, man soll die Daten eben mit diesem Carriage Return Line Feed beenden. Aber wenn jetzt ein Punkt in einer einzelnen Zeile kommt, dann hängt das sehr davon ab, in welchem Betriebssystem der Server läuft. Auf Windows kann das eben Carriage Return Line Feed sein, aber auf Unix oder Linux ist es eben nur ein Line Feed. Und an der Stelle habe ich gedacht, ja, vielleicht habe ich da was gefunden und habe das ausprobiert. Das erste, was ich ausprobiert habe, ist diese Line Feeds, die verschiedenen Varianten davon zu verwenden und sie durch SpongeBob zu pipen. Und ich habe einen Analyse-Client geschrieben, der eben E-Mails schickt, der gefälschte End-of-Data-Sequences beinhaltet. Und die schicke ich einfach durch verschiedene SMTP-Software, also E-Mail-Services wie Gmail, Outlook, GMX oder auch Sendmail, Postfix, XIM, Microsoft, Exchange Server und so weiter. Auf der Empfängerseite habe ich dann überprüft, was jetzt wirklich durchgeht, also welche dieser gefälschten Sequenzen gehen durch. Kann ich also Linefeed.linefeed durch einen ausgehenden Server schicken? Und in den meisten Fällen hat das nicht funktioniert. Linefeed.linefeed wird sehr oft gefiltert oder entfernt von der ursprünglichen E-Mail. Aber in manchen Fällen geht es ohne Änderung durch. Und das war zum Beispiel der Fall für GMX. Also ich habe eine E-Mail von GMX an meinen Analysis-Server geschickt und diese Line-Feed-Sequenz wurde nicht gefiltert. So, ich hatte jetzt also ein Proof of Concept, wo wir zuerst ein E-Mail schicken mit dieser gefälschten End-of-Data-Sequence, mit SMTP-Befehlen und Daten für eine zweite E-Mail. Also wenn das jetzt funktioniert, dann müssten wir auf der Empfängerseite 2 E-Mails empfangen. Das alles an Gmail geschickt und Gmail sagt, nein, das ist keine End-of-Data-Sequence. Man sieht, weil alles nach dieser Sequenz eben weiter als Nachrichten, als Daten von der Nachricht interpretiert wird. Aber in manchen Fällen hat das wirklich funktioniert. Und das war der erste Beweis von erfolgreichen SMTP-Smuggling. Und man sieht, weil wir 2 E-Mails bekommen haben. Einmal user@gmx.net und einmal eine E-Mail von admin@gmx.net. Das eben die SPF- und DMARC-Überprüfung überstanden hat, weil es von dem tatsächlichen Server von GMX kommt. Und das haben wir gedacht, das ist ja total geil. Aber dann habe ich nochmal nachgedacht und jetzt haben wir diese zweite E-Mail und da kann irgendwie alles drin sein. Die Absenderadresse kann ungefähr alles sein. Warum sollten wir nicht einfach mal andere Domänen ausprobieren, die zum Beispiel auch auf den Server von GMX zeigen? Und dann habe ich mir den SPF-Record angeguckt und dann sieht, das hier ist der GMX-SPF-Record. Die schauen relativ ähnlich aus wie der von dem Web.de und die schauen auch ähnlich aus wie die von Jonas. Und die Idee ist jetzt, dass wir jetzt irgendwie 1,5 Millionen Domains spoofen können. Wenn du Jonas nicht kennst, das ist ein riesiger Hosting-Provider. Und die machen natürlich auch, bieten natürlich auch E-Mails an dafür und so. Deswegen musste ich das ausprobieren. Das heißt, das hier ist die E-Mail, eine E-Mail von admin@web.de.
Und dann war die Frage, funktioniert das überall? Weil es funktioniert natürlich nur mit diesen Servern, die das auf bestimmte Weise diese Special Character interpretieren, also die Zeilenenden zum Beispiel. Und wir können jetzt diese 1,35 Millionen Domänen spoofen. Das sind 1,4 Millionen Postfix-Instanzen und 150.000 Sentinel-Instanzen. Und das funktioniert wegen dieser Weise, die es als Zeilenende akzeptieren. Und das ist natürlich ziemlich übel, aber es gab noch mehr. Ich habe mir nochmal Outlook.com angeschaut. Outlook hat mir eine sehr merkwürdige Fehlermeldung gegeben. Da hieß es, so nackte Zeilenenden sind verboten. Die haben anscheinend schon die Idee gehabt, was ich mache, und haben das dann einfach untersagt. Und dann habe ich mir es angeguckt und es hat trotzdem funktioniert. Also genau andersrum, Linefeed, Carriage Return Linefeed funktioniert immer noch. Yeah, so let's have some fun. Also nutzt man das doch einfach mal aus. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob das überhaupt sein kann, oder also irgendwie schien mir das zu einfach. Deswegen habe ich jetzt mal einen Versuch gemacht und habe das von admin@outlook an irgendwelche Kollegen von mir geschickt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn Leute darauf reagieren, dann wird es wohl funktionieren, und wenn nicht, dann bin ich wohl verrückt geworden. Und ja, das ist die Reaktion. Maybe now for a more international example, because so, this is very Austrian, I guess. I don't know. Das ist jetzt wohl eher für die Österreicher in uns. Und das ist I guess you also understand this if you don't speak German. Also selbst wenn ihr kein Deutsch sprechen würdet, würdet ihr das verstehen. Wir können jetzt halt irgendwie alle möglichen textbasierten Spoof-E-Mails schicken, aber ihr könnt ja niemanden damit täuschen, weil die Frage ist, können wir jetzt da auch noch HTML reinkriegen? Jetzt schicke ich zum Beispiel eine Mail, die euch informiert darüber, dass es einen merkwürdigen Login-Versuch gibt von noreply@outlook.com. Aber die Frage ist jetzt, was kann man damit anstellen? Wir können Outlook.com natürlich, oder haben wir jetzt irgendwie schon übernommen, was können wir denn noch machen? Und dann habe ich mir wieder den SPF-Record angeschaut und der sah irgendwie so merkwürdig bekannt aus schon. Das ist nicht nur der SPF-Record für Outlook.com, sondern auch wieder für Millionen andere Domänen. Das liegt daran, das ist im Prinzip der SPF-Record von Exchange Online, weil Outlook.com auch über die Exchange Online-Infrastruktur sendet, und das tun im Prinzip diese ganzen anderen Services auch. Das heißt, wir können die jetzt alle irgendwie spoofen, und das musste ich natürlich auch probieren. Ja. Im Prinzip hat er in der E-Mail seinem Chef, seiner HR geschrieben, ob er eine Gehaltserhöhung kriegt. So, naja, sie haben es leider durchschaut und ich habe keine Gehaltserhöhung bekommen, aber was ist jetzt die Auswirkung? Wir können Millionen von Domains irgendwie gefakte Mails schicken. Und do not support the bdat command. And the bdat command is like an alternative to the data command. And if that is supported, it doesn't work. Okay, also wenn ich diesen bdat-Command nicht habe, dann funktioniert es nicht. Und das ist bei Postfix so. So, das ist jetzt SMTP, Smuggling, das ich in der ausgehenden Richtung mache, aber ich kann das auch in der eingehenden Richtung machen. Und in dem Fall ist es, also sie haben halt jeweils ungültige Sequenzen vergessen zu filtern. Und jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt auf der eingehenden Seite, wenn ich jetzt einen Server habe, der das entgegennimmt, der die annimmt, der muss im Prinzip so eine merkwürdige Sequenz annehmen, dass es die Ausgehenden nicht mehr merken.
Und das habe ich dann bei dem Cisco E-Mail Cloud Gateway gefunden. Was sie machen, ist, sie räumen die Nachricht auf, formatieren die um. Und jede nackte CR und also jeder Carriage Return und Line Feed wird nochmal expandiert. Das heißt, jede Carriage Return alleine wird als Zeilenende-Sequenz interpretiert und dann auf Carriage Return Line Feed umgeschrieben. Und das Problem ist jetzt, dieses Carriage Return wird nirgendwo gefiltert. Ja, es gibt schon ein paar, zum Beispiel aber die ganzen, die ich hier gelistet habe, lassen das einfach durch, also Exchange Online, iCloud und so weiter. Und es macht einfach keinen Sinn, dass das jemand durchlässt, aber also muss ich es natürlich mal wieder probieren und also technisch gesehen hat es funktioniert, aber ich habe es nicht auf einem Apple-Gerät empfangen können. Achso, nee, also ich habe keinen Empfang. Er hat es quasi in der E-Mail darum gebeten, dass er welche bekommt. Und das heißt, wir können jetzt sogar noch mehr E-Mails, also E-Mail-Domains irgendwie Fake-E-Mails, ist zum Beispiel iCloud. Das sind vor allem große Firmen, die das machen, weil die leisten sich das. Das sind nochmal 40.000 andere Domänen und das sind nur die alle in der Cloud gehostet werden. Es gibt auch noch welche, die Leute selber betreiben, aber die habe ich jetzt nicht irgendwie alle gesucht. So, die Frage ist jetzt, wer ist jetzt schuld? Oder wo ist wirklich das Problem? Auf einer rein technischen Ebene, wir haben Inbound, also das heißt Empfang des Servers, die sollten Line-Feed niemals als Carriage Return Line-Feed betrachten. Und dann gibt es diese ausgehenden Services, die sollten sie niemals alleine akzeptieren, sondern immer nur als Carriage Return Line Feed Pärchen. Und dann habe ich das an GMX geschrieben. Dann haben sie gesagt, sie haben es gefixt nach 10 Tagen und ich haben es nochmal probiert. Dann haben sie es, da gab es eine kleine Bounty drauf, also wir haben sogar Geld dafür gekriegt, dass sie es ihnen gesagt haben. Sie haben es schnell gefixt, sie haben es angenommen, es hat funktioniert, wir haben Geld gekriegt, alles super. Tolle Erfahrung, wenn es doch nur immer so wäre. Und ich schicke Ihnen ein Video davon, wie ihr hier klatscht. Und es hat sich echt angefühlt, als hätten wir es Ihnen zahlen sollen und nicht andersrum. Aber von hier geht es leider nur noch bergab. Wir haben dann Microsoft. Haben sie erstmal gesagt, oh ja, es ist nur ein mittelschweres Problem. Also ich gehe schon davon aus, dass sie größere Probleme haben, aber das ist ja irgendwie nicht die Antwort. Und dann haben wir es ihnen geschickt und nach 3 Monaten haben sie den Incident einfach zugemacht. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich schon alles, was ich wollte. Das heißt, ich habe mir selbst eine E-Mail von admin@microsoft.com geschickt. Und jetzt gehen wir weiter zu Cisco. Cisco hat gesagt, das ist keine Vulnerability, das ist dokumentiert, das ist bekannt und das kann man wegkonfigurieren, das ist ein Feature. Dann haben wir natürlich schon gedacht, was ist das für ein merkwürdiges Feature? Macht doch keinen Sinn. Wir können E-Mails faken, das kann wohl nicht sein. Und sagt das doch bitte wenigstens euren Kunden, dass sie den Default ändern müssen und dass sie da was tun, irgendwas. Und sie haben gesagt, nö. Ja, das nicht so gut. So, jetzt haben wir dieses Riesenproblem mit dem SMTP-Schmuggeln.
Microsoft ist verwundbar, Cisco auch, also haben wir es zu 37C geschickt. Die es nicht wissen, das ist das Threat Coordination Center, also das sind die diese großen Vulnerabilities nehmen und also diese Angriffe bewerten und dann rausschicken, und die haben den Fall angenommen. Jetzt gibt es ein großes Portal, das ist im Prinzip nur ein glorifizierter Chatroom mit 14 großen Playern, Microsoft, Sendmail und so weiter. Und wir haben mit denen geredet. Cisco hat immer noch gesagt, sie sind nicht verwundbar. It's a feature. Ja, im Prinzip haben sie immer noch so getan, als wäre es keine Lücke. Und 37C hat sich dann auch noch auf die Seite von Cisco gestellt, warum auch immer. Und dann jetzt dieses generelle SMTP-Schmuggelproblem. Also das Sendmail und Postfix und so, das alle falsch behandeln. Sendmail hat sowieso alles vorab bekommen, alle Lücken, die ganzen POCs, alles, womit sie es nachstellen können, die haben einfach gar nichts gesagt. Und dann 37C hat Postfix einfach gar nicht zugefügt und haben ihnen eine Mail geschickt und haben ihnen nicht erklärt, dass SMTP-Smuggling gar nicht benannt wurde als Problem. Also sie haben gar nichts davon gewusst. Und wir haben dann da gesessen und haben gedacht, Postfix ist es egal. 37C hat sich auf die Seite von Cisco gestellt. Das heißt, Cisco ist definitiv verwundbar oder angreifbar. Und dann haben wir einen Blogpost rausgegeben und dann haben die Probleme angefangen. Wir haben gesagt, wir würden Ciscos Kunden warnen vor diesem Feature. Daraufhin hat 37C gesagt, ja, mach doch. Und sie wollten nur den Link zu dem Blogpost hinterher haben, damit sie davon Bescheid wissen. Das heißt, wir haben eine Genehmigung dafür gekriegt und im Prinzip ist dann die Hölle losgebrochen, weil Millionen von Postfix- und Sendmail-Instanzen jetzt einfach angreifbar waren. Das heißt, wenn jetzt wieder ein anderer Fall von ausgehendem SMTP-Schmuggeln möglich wäre, dann wären die alle angreifbar. Und natürlich sind wir jetzt schuld, weil wir dachten, dass der Impact niedriger war. Aber das war ja alles nur gegeben durch die Diskussion, die wir hatten mit 37C. Und wenn wir das mit Postfix nochmal gecheckt hätten, also dass wir sie persönlich nochmal angeschrieben hätten, die haben nämlich gesagt, dass das ein Thema ist, aber nicht mit uns geredet. Das heißt, was heißt das alles? Ihr müsst ganz bitte eure Postfix-Server schicken. Fixt ihre Cisco-Server, fixt alles. Wir haben da alles in dem Blogpost beschrieben, ihr müsst euch eigentlich nur durchlesen. Am Ende gibt es doch noch irgendwie Licht am Horizont, weil Postfix ist jetzt direkt in dem Incident drin und die arbeiten mit uns und die haben auch schon echt tolle Beiträge gemacht, aber wir machen jetzt alles, dass wir das auch wieder zukriegen und wir werden noch weiter daran umforschen, an dem SMTP-Schmuggeln und es wird mehr Blogposts geben, wir machen mehr Forschung. Ja. Wir versuchen, dass alles gleichzeitig jetzt gefixt wird. Es tut uns echt leid, dass es passiert ist. Und dann was ihr alle schon wisst. Am Ende, ihr könnt einfach keinen E-Mails vertrauen. Habt ihr noch nie können, aber es ist einfach nur noch schlimmer geworden. Danke. So, jetzt gehen wir noch zur Q&A über.
Nice, thank you. Let's go with the Q&A. Ja, wir fahren jetzt mit den Q&A fort. Fragen und Antworten bitte. Hallo. Ich habe eine kleine Frage. Die CERT-CC-Sache, wurde das über E-Mail ausgetauscht? Und hättet ihr nicht eine E-Mail an den Cisco CEO schicken können? Ja, wir hätten das machen können. Und ein Liebesdreieck zwischen Bill Gates und Elon Musk und noch jemand anders erzeugen können. Aber nein, wir haben das im Nachhinein gesehen, aber dann war es eben leider zu spät. Danke für die Arbeit. Kannst du vielleicht sagen, wie über die Timeline, also wann hast du es zuerst mal entdeckt? Wie frisch ist das? Das erste Mal wurde das gefunden im Juni dieses Jahres. Also ich hatte ein Forschungsprojekt für 10 Tage. Okay, diese 10 Tage werden nicht genug sein. Das heißt, ich habe 10 Tage früher angefangen und dann habe ich das an Tag 6 gefunden. Und von da ausgehend ging es an GMX, Outlook bzw. Microsoft und Cisco, weil die eben diese schwerwiegenden Fälle hatten. Und dann sind wir weiter und haben das eben an CERT-CC gegeben, weil es eben ein allgemeines Problem damit gibt, weltweit. Und es steht aber alles in dem Blogpost von SecConsult. Es gibt ein spezifisches Datum, das du wissen wolltest. Nee, das hat mir schon gereicht. Danke. Danke für den Vortrag. Ich wollte fragen, gibt es irgendwelche Beweise oder Anzeichen, dass es schon verwendet wurde? Weil das sieht ja nach einer ziemlich einfachen Schwachstelle aus, die man nutzen kann. Ich habe ein paar Kommentare auf meinem Reddit-Post gefunden und ja, das ist ja total alt. Das ist auch schon bekannt, Repost. Ja, also eher so mittlerer Schwierigkeitsgrad. Nee, ich weiß es nicht. Ich habe mir sehr viel Forschung angeschaut, aber ich habe nichts Gegenteiliges gefunden. Deshalb habe ich es eben eine neuartige Schwachstelle genannt.